Teil 7, die Geheimlehre von H.P. Blavatsky, Buch des Xian, Strophe 3. Diese Strophe befasst sich mit dem Wiedererwachen des Weltalls zum Leben nach Pralaya. Strophe 3, Vers 1. Die letzte Schwingung der siebenden Ewigkeit durchdringt die Unendlichkeit. Die Mutter schwillt und breitet sich aus, von innen nach außen, wie die Knospe des Lotus. Der scheinbar paradoxe Gebrauch des Ausdruckes siebende Ewigkeit, der somit das Unteilbare teilt, ist in der esoterischen Philosophie geheiligt. Die letztere teilt die unbegrenzte Dauer in unbedingt ewige und universelle Zeit und in bedingte Zeit. Das eine ist die Abstraktion oder das Ding an sich unendlicher Zeit, das andere ist das periodisch erscheinende Phänomen der universellen Intelligenz, beschränkt durch zyklische Dauer. Es war die letzte Schwingung der siebenden Ewigkeit nicht vorher beschlossen, von irgendeinem besonderen Gott, sondern geschah Kraft des ewigen und wandellosen Gesetzes, das die großen Perioden von Tätigkeit und Ruhe veranlasst, welche so anschaulich und zugleich so poetisch die Tage und Nächte des Brahma genannt werden. Die Ausbreitung von innen nach außen, der Mutter mit anderen Namen des Wassers, des Raumes, der universellen Matrix usw. deutet nicht an eine Ausdehnung von einem kleinen Zentrum aus, sondern bedeutet die Entwicklung voll grenzenloser Subjektivität in ebenso grenzenlose Objektivität, ohne Bezugnahme auf Größe oder Grenze oder Raum. Die für uns ewig unsichtbare und immaterielle Substanz, gegenwärtig in Erscheinen, warf ihren periodischen Schatten von ihrer eigenen Ebene in den Schoß der Maya. Manvantara oder genauer Manu Antara bedeutet wörtlich zwischen zwei Manus, zwischen zwei Zeitaltern. Genau genommen kommt das Wort Manus von Mensch, Mann, Menschheit. Manus ist ein Substantiv männlichen Geschlechts im Sanskrit. Ich bemerke noch aus meiner Sicht, Maya kommt von Maria, ist Urmutter. Manus kommt von Mann, ist Herrscher. Beides weist auf die arisch-germanische Ursprache hin, von der die meisten Sprachen entlehnt haben, auch viele antike Sprachen. Strophe 3, Vers 2. Die Schwingung breitet sich aus. Sie berührt mit ihrem raschen Flügel das ganze Weltall und den Keim, der in der Dunkelheit wohnt, der Dunkelheit, die über den schlummernden Wassern des Lebens atmet. Von der pythagoreischen Monade heißt es auch, dass sie in Einsamkeit und Dunkelheit wohne, wie der Keim. Die Idee des Atems, der Dunkelheit, der sich über den schlummernden Wassern des Lebens bewegt, was die ursprüngliche Materie mit dem in ihr verborgenen Geist bedeutet, erinnert an das erste Kapitel der Genesis. Demokritos sagt, dass die Urprinzipien von allem Atome und eine Leere waren, im Sinne von Raum, aber nicht von unerfülltem Raum, denn die Natur verabscheut ein Vakuum. In allen Kosmogonien spielt das Wasser dieselbe wichtige Rolle. Es ist die Grundlage und Quelle des materiellen Daseins. Ich bemerke noch aus meiner Sicht, es wird gesprochen von Flügel, Engel und Erzengel haben Flügel. Flügel, Engel, Himmel, Bibel, Michael, Daniel, Gabriel, Ariel usw. haben die letzten zwei Buchstaben gemeinsam. Atom, wie entsteht ein Atom? Aus der Monade bzw. der wurzellosen Wurzel. Im Wasser ist Lebensenergie gehäuft gebunden. Strophe 3, Vers 3. Die Dunkelheit strahlt das Licht aus, und das Licht sendet einen einzelnen Strahl in die Wasser, in die mütterliche Tiefe. Der Strahl durchdringt das jungfräuliche Ei, der Strahl macht das ewige Ei erzittern und den nicht ewigen Keim hervorbringen, der sich zum Weltenei verdichtet. Der einzelne Strahl, der in die mütterliche Tiefe fällt, kann als göttlicher Gedanke oder Intelligenz aufgefasst werden, der das Chaos befruchtet. Das Weltenei ist vielleicht eins der am allgemeinsten angenommenen Symbole, hochbedeutsam, wie es ist sowohl in geistigem wie physiologischem und kosmologischem Sinn. Daher findet es sich in jeder Welttheogonie, wie es vielfach zum Schlangensymbol in Beziehung gebracht ist,
welch letzteres überall in der Philosophie wie in der religiösen Symbolik ein Sinnbild der Ewigkeit, Unendlichkeit, Wiedererzeugung und Wiederverjüngung sowie der Weisheit ist oder sein soll. Das makrokosmische Vorbild der jungfräulichen Mutter entspringt dem Chaos oder der mütterlichen Tiefe. Der männliche Schöpfer, einerlei unter welchem Namen, entspringt aus dem jungfräulichen Weibe, der durch den Strahl befruchtet unbefleckten Wurzel. Ich ergänze: jungfräuliches Ei, jungfräuliche Maria, unbefleckte Geburt, jungfräulichen Mutter und so weiter. Wo ist der gemeinsame Ursprung? Strophe 3, Vers 4. Die 3 fallen in die 4. Die strahlende Wesenheit wird 7 nach innen, 7 nach außen. Das leuchtende Ei, das in sich selbst 3 ist, gerinnt und verbreitet sich in milchweißen Flocken durch die Tiefen der Mutter, der Wurzel, welche in die Tiefen des Ozean des Lebens hineinwächst. Der Gebrauch von geometrischen Figuren und die häufigen Anspielungen auf Figuren in allen alten Schriften, so in den Puranen, im ägyptischen Totenbuch und selbst in der Bibel, muss erklärt werden. Im Buch des Zion, wie in der Kabbala, sind 2 Arten von mathematischen Ausdrücken zu studieren. Die Figuren, die oft einfach Blenden sind, und die heiligen Zahlen, deren Werte den Okkultisten insgesamt durch Initiation bekannt sind. Die ersteren sind bloß konventionelle Glyphen, die letzteren die Grundsymbole von allem. Das heißt, die einen sind rein physisch, die anderen rein metaphysisch, und beide stehen zueinander im Verhältnis von Materie zu Geist, den äußersten Polen der einen Substanz. Die strahlende Wesenheit gerinnt und verbreitet sich durch die Tiefen des Raumes. Vom astronomischen Standpunkt ist das leicht zu erklären. Es ist die Milchstraße, der Weltstoff oder Urmaterie in ihrer ersten Form. Ich bemerke noch aus meiner Sicht: jungfräuliches Ei ist weibliche Zelle, ist zwar kugelförmig und trotzdem wird Ei gesagt. Weltenei, der Globus ist eine Kugel und trotzdem wird Ei gesagt. Und was das goldene Ei oder Eigelb ist, kannst du bestimmt jetzt schlussfolgern. Bedenke, dass Eiweiß als Milchstraße benannt ist und der Weltallraum die ewige Mutter genannt wird. Strophe 3, Vers 5. Die Wurzel bleibt, das Licht bleibt, die Flocken bleiben, und doch ist OEAO-HOO 1. OEAO-HOO wird in den Kommentaren als Vater Mutter der Götter oder die 6 in einem oder als die 7-fache Wurzel, aus der alles hervorgeht, bezeichnet. Dieser mystische Name ist veröffentlicht, da er ohne vollständige Beherrschung seiner 3-fachen Aussprache für immer wirkungslos bleibt. Ist 1 bezieht sich auf die Nichtgetrenntheit von all dem, das lebt und sein Dasein hat, sei es in einem aktiven oder passiven Zustand. In einem Sinne ist OEAO-HOO die wurzellose Wurzel von allem, daher 1 mit Parabrahman. In einem anderen Sinne ist es ein Name für das geoffenbarte eine Leben, die ewige lebendige Einheit. Die Wurzel bedeutet reine Erkenntnis. Das Licht ist derselbe allgegenwärtige geistige Strahl, welcher das göttliche Ei durchdrungen und nunmehr befruchtet hat. Meine Sicht dazu: es sind 7 Anfangsbuchstaben von 7 Göttern, Mächten, Königen aus der Vorzeit des Buches Zion. So folgt, die Entstehung des Kosmos bleibt gleich und die 7 Herrscher ziehen an einem Strang. Strophe 3, Vers 6. Die Wurzel des Lebens war in jedem Tropfen des Ozeans der Unsterblichkeit enthalten, und der Ozean war strahlendes Licht, welches Feuer, Wärme und Bewegung war. Das Dunkel verschwand und war nicht mehr. Es verschwand in seinem eigenen Wesen, dem Körper von Feuer und Wasser, von Vater und Mutter. Dunkelheit ist die geeignete sinnbildliche Darstellung des Zustandes des Weltalls während Pralaya. Feuer, Wärme und Bewegung, von denen gesprochen wird, sind natürlich nicht Feuer, Wärme und Bewegung der Physik, sondern die zugrunde liegenden Abstraktionen, die Seele der Wesenheit dieser materiellen Manifestationen. Die Dinge an sich, welche, wie die moderne Wissenschaft eingesteht, gänzlich der Instrumente des Laboratoriums spotten
und welche selbst der Verstand nicht fassen kann, obwohl er andererseits ebenso wenig der Schlussfolgerung ausweichen kann, dass diese zugrunde liegenden Wesenheiten der Dinge existieren müssen. Nach dem rosenkreuzerischen Lehrsätzen sind Licht und Dunkelheit an sich identisch und nur im menschlichen Gemüte teilbar, und nach Robert Fludd nahm Dunkelheit Beleuchtung an, um sich sichtbar zu machen. Strophe 3, Vers 7. Siehe, O Lano, das strahlende Kind der beiden, die unvergleichliche Fülle der Herrlichkeit, der helle Raum, welcher der Sohn des dunklen Raumes ist, der sich aus den Tiefen der großen dunklen Gewässer erhebt. Es ist Oeaohoo, der Jüngere, der erscheint fortan wie die Sonne. Er ist der feurige, göttliche Drache der Weisheit. Eka ist Chatur, und Chatur nimmt Tri an sich, und die Vereinigung bildet Sapta, in dem die 7 sind, welche Tridasha, die Heerscharen und Legionen werden. Siehe, wie er den Schleier hebt und ihn von Osten nach Westen entfaltet. Er verbirgt das Obere und lässt das Untere als die große Illusion sichtbar sein. Er bezeichnet den Strahlenden ihre Plätze und macht aus dem Oberen ein uferloses Meer von Feuer und aus dem einen geoffenbarten die großen Gewässer. Der helle Raum, der Sohn des dunklen Raumes, entspricht dem Strahle, der bei dem ersten Erzittern der neuen Dämmerung in die großen kosmischen Tiefen drang, aus dem er differenziert wieder auftaucht als Oeaohoo, das Jüngere, das neue Leben, um bis ans Ende des Lebenskreislaufes der Keim aller Dinge zu sein. Er wird der feurige Drache der Weisheit genannt, weil er das ist, was die griechischen Philosophen den Logos, das Wort des göttlichen Gedankens, nannten. Lano ist ein Schüler, ein Chela, der praktische Esoterik studiert. Eka ist 1, Chatur 4, Tri 3 und Sapta 7. Das Feuermeer ist das superastrale Licht, die erste Ausstrahlung aus der Wurzel, aus undifferenzierter kosmischer Substanz, welche zur Astralmaterie wird. Es heißt auch die feurige Schlange. Hermes sagt, trenne die Erde vom Feuer, das Feine vom Groben und so weiter. Das, was von der Erde zum Himmel aufsteigt und wiederum vom Himmel zur Erde herabsteigt. Das feine Licht ist die starke Macht einer jeden Kraft, denn es bezwingt jedes feine Ding und durchdringt jedes Feste. So wurde die Welt geformt. Zeno, der erste der Stoiker, war nicht der einzige, welcher lehrte, dass das Weltall sich entwickelt und dass seine erste Substanz ungeformt wird aus dem Zustand des Feuers in den der Luft, dann in den des Wassers und so weiter. Ich wiederhole kleine Strophenteile. Siehe das strahlende Kind der beiden, die unvergleichliche Fülle der Herrlichkeit. Es ist der Jüngere, der erscheint fortan wie die Sonne. Vereinigung bildet Sapta, in dem die 7 sind, welche Tridasha, die Heerscharen und Legionen werden. Strophe 3, Vers 8. Wo war der Keim, und wo war jetzt die Finsternis? Wo ist der Geist der Flamme, welche in deiner Lampe brennt, O Lano? Der Keim ist dat, und dat ist das Licht, der weiße strahlende Sohn des dunklen verborgenen Vaters. Die Antwort auf die erste Frage, angedeutet durch die zweite, welche die Erwiderung des Lehrers an den Schüler ist, enthält in einer einzigen Phrase eine der wesentlichsten Wahrheiten der okkulten Philosophie. Sie weist auf das Dasein von Dingen hin, die, unerkennbar unseren physischen Sinnen, viel wichtiger, reeller und dauerhafter sind, als jene, welche sich an die Sinne selbst wenden. Es ist nutzlos, eine vollständige Erklärung des Geheimnisses zu versuchen. Materialisten und Männer der modernen Wissenschaft werden es niemals verstehen, da man, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, vor allen anderen den Grundsatz einer allgemeinen, ausgebreiteten, allgegenwärtigen, ewigen Gottheit in der Natur anzuerkennen hat. Weiterhin das Geheimnis des wahren Wesens der Elektrizität ergründet haben muss. Ob die Gattung des Vogels Schwan oder Pelikan ist, tut nichts zur Sache, da es ein Wasservogel ist, der auf den Wassern schwimmt und sich bewegt wie der Geist und dann von diesen Wassern hervorkommt
um andere Wesen zu gebären. Die wahre Bedeutung des Symbols vom 18. Grade der Rosenkreuzer ist genau dieselbe, obwohl sie später poetisch zu dem mütterlichen Gefühl des Pelikans gemacht wurde, der seine Brust aufreißt, um seine 7 Jungen mit seinem Blute zu ernähren. Äußerungen des Glaubens, zum Beispiel des russischen Volkes, das die Taube nicht zur Nahrung verwenden will, nicht weil sie unrein ist, sondern weil der Heilige Geist unter der Gestalt einer Taube erschienen sein soll. Siehe dazu mein Video über die Tauben. Der Satz, der weiße strahlende Sohn des dunklen verborgenen Vaters. Verborgener leuchtet mir ein, aber warum dunkler Vater? Strophe 3, Vers 9. Licht ist kalte Flamme, und Flamme ist Feuer, und Feuer bewirkt Hitze, welche das Wasser gibt, das Wasser des Lebens in der großen Mutter. Man halte sich vor Augen, dass die Worte Licht, Flamme und Feuer von den Übersetzern dem Wörterbuche der alten Feuerphilosophen entnommen wurden, um die Bedeutung der im Originale angewendeten archaischen Ausdrücke und Symbole klarer wiederzugeben. Sonst würden sie einem europäischen Leser vollständig unverständlich geblieben sein. Einem Schüler des Okkulten werden jedoch die obigen Ausdrücke genügend klar sein. All dies, Licht, Flamme, Kälte, Feuer, Hitze, Wasser und Wasser des Lebens, sind auf unserer Ebene die Nachkommen oder, wie ein moderner Physiker sagen würde, die Korrelationen der Elektrizität. Warum wird das Licht kalte Flamme genannt? In der Ordnung der kosmischen Entwicklung, wie sie die Okkultisten lehren, wird die Kraft, welche den Stoff nach dessen erster Formung zu Atomen in Bewegung setzt, auf unserer Ebene von kosmischer Wärme erzeugt. Und vor dieser Periode bestand kein Kosmos im Sinne von getrenntem Stoff. Der erste ursprüngliche Stoff, ewig und gleichalterig in dem Raume, welcher weder Anfang noch Ende hat, ist weder heiß noch kalt, sondern ist von seiner eigenen besonderen Natur. Ursprüngliche Materie ist, bevor sie aus der Ebene des sich niemals Offenbarenden emportaucht und zur pulsierenden Tätigkeit unter dem Anstoß von Fohat erwacht, bloß eine kalte Strahlung, farblos, formlos, gefühllos und bar jeder Qualität oder Aspekts. Strophe 3, Vers 10. Vater, Mutter spinnen ein Gewebe, dessen oberes Ende am Geiste, dem Lichte der einen Finsternis befestigt ist und dessen unteres am schattenhaften Ende der Materie, und dieses Gewebe ist das Universum, entsponnen aus den 2 Substanzen in einer verbunden, welches wahr Bhagavat ist. In der Upanishad heißt es, wie eine Spinne ihr Gewebe auswirft und wieder einzieht, wie Kräuter aus dem Boden hervorsprießen und so weiter, so stammt das Weltall aus dem unvergänglichen Brahma. Denn der Keim des unbekannten Dunkels ist das Material, aus dem alles hervorgeht und sich entwickelt. Das ist nur anschaulich und wahr, wenn das Wort Brahma, der Schöpfer, abgeleitet wird von der Wurzel Bri, zunehmen oder sich ausbreiten. Brahma breitet sich aus und wird zum Weltall, das aus seiner eigenen Substanz gewoben ist. Dieselbe Idee wurde von Goethe schön in den Worten ausgesprochen: So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. Das stammt aus Johann Wolfgang Goethe, Faust 1790. Strophe 3, Vers 11. Es breitet sich aus, wenn der Atem des Feuers auf ihm haftet. Es zieht sich zusammen, wenn der Atem der Mutter es berührt. Dann trennen sich die Söhne und zerteilen sich, und am Ende des großen Tages in den Schoß der Mutter zurückzukehren und wieder eins mit ihr zu werden. Wenn es sich abkühlt, wird es strahlend, die Söhne breiten sich aus und ziehen sich zusammen, durch ihr eigenes Wesen und Herz. Sie umarmen die Unendlichkeit. Das Ausbreiten des Weltalls unter dem Atem des Feuers ist sehr bedeutsam, wenn im Lichte der Feuernebelperiode betrachtet, von der die moderne Wissenschaft so viel spricht und in Wirklichkeit so wenig weiß. Große Hitze zersprengt die zusammengesetzten Elemente und löst die Himmelskörper in ihr ursprüngliches eines Element auf, wie der Kommentar erklärt. Einmal in seinen ursprünglichen Bestandteil zersetzt,
wird ein Körper, indem er in die Anziehung und im Bereich eines Fokus oder Zentrums von Wärme, Energie kommt, deren viele im Raum hin und her geführt werden, sei er lebendig oder tot, verflüchtigt und im Schoße der Mutter zurückgehalten werden, bis Fohat, indem er ein paar Haufen kosmischer Materie, Nebel sammelt, ihn durch seinen Anstoß aufs Neue in Bewegung setzen, die nötige Wärme entwickeln und es ihm dann überlassen wird, seinem eigenen neuen Wachstum zu folgen. Das Ausbreiten und Einziehen des Gewebes, des Weltstoffes oder der Atome deutet hier die pulsierende Bewegung an, denn die regelmäßige Zusammenziehung und Ausdehnung des unendlichen und uferlosen Ozeans, dessen, was wir an sich das Ding der Materie, emaniert von Swabhavat nennen können, ist es, was die allgemeine Schwingung der Atome verursacht. Aber noch etwas anderes wird damit angedeutet. Es zeigt, dass die Alten mit dem bekannt waren, was jetzt die Verlegenheit vieler Gelehrter und insbesondere von Astronomen ist, mit der Ursache der ersten Erhitzung der Materie oder des Weltstoffes mit dem Paradoxon, dass Wärme durch Erkältungszusammenziehung hervorgerufen werde, und mit anderen solchen kosmischen Rätseln, denn es weist unzweideutig auf das Bekanntsein der Alten mit solchen Phänomenen. Es gibt innere Wärme und äußere Wärme bei jedem Atom, sagen die handschriftlichen Kommentare, welche der Schreiberin zugänglich waren, den Atem des Vaters, Geistes, und den Atem oder Wärme der Mutter, Materie, und sie geben Erklärungen, welche zeigen, dass die moderne Theorie des Erlöschens des Sonnenfeuer durch den Wärmeverlust infolge von Ausstrahlung eine irrtümliche ist. Die Annahme ist sogar nach dem eigenen Zugeständnisse der Gelehrten falsch, denn wie Professor Newcomb ausführt, durch den Verlust von Wärme zieht sich ein gasförmiger Körper zusammen und die Wärmemenge, die durch die Zusammenziehung erzeugt wird, übertrifft jene, welche er verlieren musste, um das Zusammenziehen hervorzubringen. Dieses Paradoxon, dass ein Körper umso heißer wird, je größer die durch seine Kälterwerden bewirkte Zusammenziehung ist, hat zu langen Auseinandersetzungen geführt. Der Überschuss an Wärme, so wird geschlossen, geht durch Strahlung verloren, und anzunehmen, dass die Temperatur nicht gleichmäßig mit einer Abnahme des Volumens bei gleichbleibendem Drucke abnehme, hieße das Gesetz von Charles außer Acht zu lassen. Zusammenziehung bewirkt Wärme. Das ist wahr, aber Zusammenziehung infolge von Abkühlung ist nicht imstande, den ganzen Betrag von Wärme zu entwickeln, der zu irgendeiner Zeit in der Masse existiert, oder auch nur den Körper auf einer konstanten Temperatur zu erhalten und so weiter. Professor Winchell sucht das Paradoxon, das tatsächlich nur ein scheinbares ist, wie Homerlane bewiesen hat, zu lösen, indem er etwas außer der Wärme andeutet. Kann es nicht, so fragt er, einfach eine Abstoßung zwischen den Molekülen sein, die nach irgendeinem Abstandsgesetz sich ändert? Aber auch das wird sich als unvereinbar erweisen, wenn nicht dieses etwas außer der Wärme, als unverursachte Wärme, als Atem des Feuers, als allschöpferische Kraft plus absoluter Intelligenz bezeichnet wird, was die Naturwissenschaft kaum annehmen wird. Mag sein wie immer, das Lesen dieser Strophe zeigt, dass dieselbe trotz ihrer archaischen Ausdrucksweise wissenschaftlicher ist als die moderne Wissenschaft selbst. Strophe 3, Vers 12. Dann sendet Swabhavat Fohat, um die Atome zu härten. Jedes ist ein Teil des Gewebes, indem es den selbst existierenden Herrn wie ein Spiegel reflektiert, wird jedes der Reihe nach zu einer Welt. Fohat härtet die Atome, das heißt, indem er denselben Energie einflößt, zerstreut er die Atome oder den Urstoff. Er zerstreut sich selbst, indem er die Materie in Atome zerstreut. Mit Hilfe Fohats werden die Ideen des Universalgemüts der Materie aufgedrückt. Eine schwache Vorstellung von der Natur von Fohat kann aus der Bezeichnung kosmischer Elektrizität gewonnen werden, die manchmal darauf angewendet wird, doch müssen in diesem Falle den allgemein bekannten Eigenschaften der Elektrizität noch andere hinzugefügt werden, einschließlich der Intelligenz. Es ist interessant zu bemerken, dass die Wissenschaft zu dem Schlusse gekommen ist, dass jede Gehirntätigkeit von elektrischen Erscheinungen begleitet ist. Ich ergänze abschließend, was die Materie stabilisiert, ist in meinem Video Freie Energie Weltformel beschrieben.
Vielen Dank für das Zuhören. Blawatzkis Texte verstehen viele erst im Laufe der Zeit. Die Schreibweise ist aus dem 19. Jahrhundert. Viele Begriffe sind aus fernen Kulturen. Ich gebe manches vereinfacht wieder. Es werden viele Teile, das erfordert Zeit und echte Mühe. Auf alle Fälle ist es immer spannend. Deshalb lohnt es sich, mir zu folgen und den Kanal zu abonnieren. Auch über ein Like freue ich mich ehrlich. Bis zum nächsten Mal.